Frankreich ist ein absolutes Traumziel für Reisen mit dem Wohnmobil. Kaum ein anderes Land in Europa bietet so viel abwechslungsreiche Natur, vielfältige Landschaften, kulturelle Highlights und hat gleichzeitig eine so umfassend ausgebaute Wohnmobilinfrastruktur wie die République Française. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind Tina und Dirk und wir waren in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 18 Wochen in Frankreich unterwegs und heute stellen wir euch unsere Top 10 Highlights vor. Die sind über das gesamte Land verteilt. Von Ausflugszielen an der traumhaft schönen Côte d'Azur über Orte an der rauen Atlantikküste bis hin zu Roadtrip-Empfehlungen in den französischen Alpen. Zur besseren Übersicht haben wir die Ziele im Hinblick auf die Karte im Uhrzeigersinn sortiert. Und da es viel zu sehen gibt, legen wir direkt los. Auf geht's! Die Route des Grands Alpes ist eine der vermeintlich schönsten Straßen in ganz Europa. Auf rund 700 Kilometern und über 21 Alpenpässe schlängelt sich die Strecke vom Genfersee an der Schweizer Grenze bis zur Mittelmeerküste an der Côte d'Azur. Dabei erwarten einen unterwegs nicht nur gut 15.000 Höhenmeter und unzählige Serpentinen, sondern vor allem auch atemberaubende Aussichtspunkte, die uns immer wieder ins Staunen versetzt haben. Auf der Route geht es 5-mal hinauf auf über 2000 Meter, sodass man weit über das französische Alpenland blicken kann. Wer Bergpanoramen etwas abgewinnen kann, wird in Europa kaum eine beeindruckendere Strecke finden. Wir sind noch immer begeistert. Wir wissen, dass das Fürstentum Monaco nicht zu Frankreich gehört, sondern ein eigenständiger Stadtstaat ist. Aber wer an der französischen Mittelmeerküste unterwegs ist und neben der azurblauen Küste auch mal die ein oder andere Stadt besuchen will, dem können wir nicht nur Nizza und Saint-Tropez ans Herz legen, sondern auch Monaco. Nirgendwo sonst kann man so gut Leute gucken, teure Sportwagen bestaunen oder Luxusjachten aus der Nähe begutachten. Aber Monaco ist auch schön und das gleiche gilt für Nizza, Saint-Tropez und die umliegenden Küstenabschnitte. Auch den ein oder anderen faszinierenden Stellplatz haben wir hier gefunden. Wir finden, mindestens eine dieser 3 Städte gehört zu einem Roadtrip entlang der Côte d'Azur einfach dazu. Und wer kann, dem empfehlen wir alle 3. Zurück in die Natur. Kaum ein anderes Ausflugsziel in Frankreich wurde uns über die Jahre so oft empfohlen wie die Verdun-Schlucht. Und nachdem wir im Juni 2022 nun endlich selbst mal dort waren, verstehen wir warum. Der Grand Canyon Europas ist wirklich ein absolutes Highlight. Sie ist eine der tiefsten Schluchten, die es auf dem gesamten Kontinent gibt, wird von einem Fluss durchzogen, dessen Wasser unglaublich türkisblau erstrahlt und ist sowohl von der sie umrundenden Straße als auch vom Wasser aus äußerst sehenswert. Dass es hier einen kostenlosen offiziellen Wohnmobilstellplatz und zudem mit Moustiers-Saint-Marie ein kleines Dorf gibt, das gleichermaßen eine Reise wert ist, rundet das Bild ab. Zusatztipp: Kommt zwischen Mitte Juni und August hierher,
Dann erblühen auch noch die umliegenden Lavendelfelder in sehenswertem Lila. Ein Naturschutzgebiet in direkter Nachbarschaft zu einer Großstadt. Der Nationalpark Calanque vor den Toren von Marseille macht es vor. Das Highlight des zweitjüngsten der 11 Nationalparks Frankreichs sind die Calanques. Fjordähnliche Buchten im Kalkstein des Mittelmeers, die man sowohl vom Land als auch vom Wasser aus erkunden kann. Wir waren Anfang Dezember hier und sind daher an Land geblieben. Doch auch so konnten wir einsame Strände erreichen, das türkisblaue Wasser in den Buchten bestaunen und die einzigartige Flora und Fauna genießen. Ein paar Kilometer weiter östlich, auf der anderen Seite des Ortes Cassis, befindet sich die ebenfalls zum Nationalpark gehörende Küstenstraße Route des Crêtes. Auf etwa 15 Kilometern schlängelt sich die gut ausgebaute Panoramastrecke an der Steilküste entlang und gibt immer wieder beeindruckende Panoramablicke frei. Auf unserer ersten Tour durch Frankreich sind wir an Carcassonne noch vorbeigefahren. Beim zweiten Mal haben wir hier jedoch einen Halt gemacht und seitdem können wir einen Besuch der Festungsstadt jedem, der in Südwestfrankreich unterwegs ist, wirklich nur wärmstens empfehlen. Die mittelalterliche Festungsanlage, die als UNESCO-Weltkulturerbe geschützt und im 19. Jahrhundert aufwendig restauriert wurde, ist ein wahrer Besuchermagnet. Und das können wir absolut verstehen. Die verwinkelten Gassen und die innenliegende Burg sind ebenso sehenswert wie die beeindruckenden Ringmauern und die große Basilika des ehemaligen Handelszentrums. Ein Besuch der Festungsstadt ist kostenlos. Wir empfehlen aber auch ein Ticket für die Ausstellung in der Burg zu kaufen. Allein schon, um über die Ringmauern laufen zu können. Im äußersten Südwesten Frankreichs, kurz vor der Grenze zu Spanien und direkt an der Atlantikküste, liegt das Seebad- und Surferparadies Biarritz. Diese Stadt hat es geschafft, uns zu begeistern, obwohl wir sie nur im kalten und regnerischen Dezember erlebt haben. Ein gutes Zeichen, oder? Vor allem die Mischung aus dem jungen, hippen Surfer-Flair und den imposanten Bauten aus der Zeit des Kaiserreichs hat uns imponiert. Die kilometerlange Strandpromenade lädt zum stundenlangen Flanieren ein, raue Steilküste und weite Sandstrände wechseln sich ab und unzählige Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein. Wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder.
Tolle Ausflugsziele gibt es in Frankreich wie Sand am Meer. Doch nirgendwo in Europa türmt sich der Sand mehr auf als hier an der Dune du Pilat, an der höchsten Wanderdüne Europas. Über 100 Meter ragt die Düne in die Höhe und reicht am westlichen Ende bis an den Atlantik. Es hat definitiv etwas Besonderes, hier über den weichen Sand zu laufen, vor allem in den Bereichen, in denen die ständig in Bewegung befindliche Düne den hinter ihr liegenden Wald verschlingt. Einen besonders tollen Blick auf die Düne hat man auch vom nördlich gelegenen Cap Ferret. Hierher zu kommen lohnt sich aber nicht nur wegen der Sicht auf die Dune du Pilat. Der Strand hier gehört mit zu den schönsten, die wir in Frankreich besucht haben, und der Sonnenuntergang, den wir hier erleben durften, war einmalig. Der Mont Saint-Michel ist das Naturdenkmal mit den mit Abstand meisten Besuchern in ganz Frankreich. Und das völlig zu Recht, wie wir finden. Die kleine Insel, die etwa 1 Kilometer vor dem Festland und an der Grenze zwischen der Normandie und Bretagne liegt, ist wirklich einzigartig. Sowohl von Namen als auch aus der Ferne. Der Klosterberg, der bei Flut komplett von Wasser umgeben ist eines unserer absoluten Highlights in Frankreich. Ihn hier in aller Kürze zu beschreiben, ist kaum machbar. Wir empfehlen euch daher gerne unser Video, das wir damals nach unserem Besuch des Mont Saint-Michel erstellt haben. Der Cotentin ist eine Halbinsel im Ärmelkanal und Teil der Normandie. Sie ist wahrscheinlich der unbekannteste Eintrag in unserer Top-10-Liste, aber unserer Meinung nach absolut eine Reise wert. Die rund 150 Kilometer lange Landzunge wird häufig als Klein-Irland bezeichnet und besticht vor allem durch ihre Aneinanderreihung unterschiedlicher Landschaften. Von sattgrünen Feldern und Moorlandschaften im Inland, imposanten, zerklüfteten Steilklippen im Norden und kilometerlangen, meist menschenleeren Sandstränden und Dünenlandschaften an der Westküste gibt es hier vieles zu bestaunen. Dazwischen liegen immer wieder kleine Dörfer und Badeorte, die zum Verweilen einladen. Uns hat vor allem die Ruhe beeindruckt. Während die bekannten Hotspots der Normandie selbst außerhalb der Hauptsaison stark frequentiert waren, waren wir hier häufig allein unter Einheimischen. Die Steilküste vor Étretat ist berühmt für ihre Felsformationen. Die haben schon bekannte Maler wie Claude Monet dazu inspiriert, ihre Schönheit in Bildern zu verewigen. Die ständige Kraft der Wellen in Kombination mit dem in der Normandie extrem stark ausgeprägten Tidenhub hat die bis zu 100 Meter hohen Kreidefelsen hier mit der Zeit so bearbeitet, dass teils riesige Brückenbögen geschaffen wurden. Die kann man von einem schönen Wanderweg aus, der an den Klippen entlang und über die Strandpromenade des Küstenortes führt, besichtigen.
wenn ihr mal in der Nähe seid, empfehlen wir euch auch noch einen Besuch von Honfleur. Das knapp 50 Kilometer weiter südlich gelegene Fischerstädtchen an der Mündung der Seine hat uns wahnsinnig gut gefallen. Es besticht durch seinen kleinen Hafen im Stadtzentrum, die umliegenden pittoresken Fachwerkhäuser, seine schmalen süßen Gassen und die Überreste einer Befestigungsanlage aus dem 17. Jahrhundert. Für uns definitiv der schönste Ort, den wir in der Normandie besucht haben. Das waren sie also, unsere Top 10 Highlights. Wir wissen, dass Frankreich noch so viel mehr zu bieten hat, aber das waren eben die 10 Orte, die uns nach unseren bisherigen 2 ausgiebigen Roadtrips am meisten in Erinnerung geblieben sind. Wie ist das bei euch? Hättet ihr vielleicht völlig andere Orte auf die besten Liste gepackt? Was hat euch in Frankreich besonders gut gefallen? Und für diejenigen unter euch, die ihren ersten Roadtrip durch Frankreich vielleicht noch vor sich haben, konnten wir euch ein bisschen inspirieren und worauf freut ihr euch jetzt am meisten? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen hoch und lasst auch ein Abo da, falls ihr wissen wollt, wie es mit uns weitergeht. Für uns geht es als nächstes vom spanischen Galicien nach Portugal und wir freuen uns schon mega und werden hier natürlich berichten. Und bis es soweit ist, empfehlen wir euch auch unsere Frankreich-Videos. Das sind inzwischen bestimmt so 15, 16 Stück, in denen wir die Orte auch aus diesem Video und noch viele mehr bereisen und vorstellen. Wir hätten locker eine Top 20 oder Top 30 machen können, aber das hätte hier auf jeden Fall den Rahmen gesprengt. Aber die Playlist unserer Frankreich-Videos verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, damit beenden wir dieses Video. Vielen Dank fürs Zugucken, viel Spaß beim Durchstöbern unserer Videos und bis zum nächsten Mal. Ciao!